Dashcam sind diese Kameras, die im Auto sind, nur für euch zur Info. Wir gucken uns eben gruselige Sachen an, die über diese Kamera gefilmt wurden. This dashcam video was captured in Nuevo Laredo in Mexico. A man and his wife had just crossed the border into the country in the early morning hours of January 3rd, 2020. Shortly after, they were met by this sight. Cars stopped at a light, blocking the road with multiple people standing nearby. As the driver approaches, the car in the middle lane pulls forward and the people outside gesture the driver to pass through. However, just as he tries to do so, a pickup pulls around the corner and blocks the open path. That's when the people outside begin banging on the driver's windows and pulling at the door handles. Also wieder so ein Trick, wie man Leute ausraubt. It's the cartel. Yeah. Was zur Hölle? Damn, aber outmaneuvered! See that? The group does whatever they can to get the vehicle to stop, but the quick maneuvers of the driver allow him to speed around the blocking vehicles and get away back in the opposite direction. Groups such as this one are commonly known to set up roadblock traps like this in different areas. Typically, they'll be looking for passing trucks to steal, which they'll then use for a multitude of different purposes. However, they'll also steal wallets, cell phones, and other valuable items from these unsuspecting drivers. Multiple reports of stolen items, including cars, were filed that morning. Für solchen Sachen muss man allgemein vorsichtig sein. Das ist jetzt etwas, was es zum Beispiel in Ländern wie Mexiko häufiger gibt als zum Beispiel hier. Aber ganz viele nutzen eben diese Taktik, dass sie irgendwie Bäume oder sonstiges auf der Straße verteilen, damit Autofahrer eben gezwungen werden anzuhalten, weil sie eben an diesen Barrikaden nicht vorbeifahren können. In dem Moment, wo man anhält, kommen halt die Leute und versuchen die Türen zu öffnen. Wenn du ein Auto hast, wo sich die Türen zum Beispiel nicht sofort verriegeln und du das dich selber machst, können sie dann halt einfach die Tür öffnen und Sachen klauen, dich irgendwie rausziehen oder sonst was. Deswegen immer vorsichtig sein. Geht's. Ich bin hier schon 3 Stunden am Stück. Krass, ich auch. June 2nd, 2022. It happened in Australia. The driver of this vehicle had both a front-facing and rear-facing camera. Around 5 p.m., the driver was pulling up to a red light to turn left. In the rear-facing camera, a Mercedes can be seen pulling up just behind it. Almost immediately after, the driver's side door swings open. A man gets out and starts quickly approaching the vehicle holding some sort of metal object. Glaubst du, der Fahrer hat bemerkt, dass der andere von hinten kam und dieses Objekt in der Hand hatte? Oder glaubst du, er wollte einfach nur überholen? Weil er ist so richtig slick an einer vorbeigefahren. Fortunately, the driver happened to be looking in the rearview mirror when the door opened, which gave him enough time to react. He was forced to drive off the road and through a patch of grass, cutting 3 cars in front of him. The man with the Mercedes was left standing in the roadway. The driver who uploaded the footage doesn't know what the man wanted. He mentioned how it was possible he could have cut off the Mercedes earlier on the road without knowing, but evidence of this was never found anywhere in the footage. He could have been trying to rob the driver, or maybe even worse. There's no clear way of knowing for sure. Aber was wäre das denn für ein Moment, um jemanden auszurauben? An einer Ampel oder Kreuzung, wo 1000 andere Autos sind? Da kannst du nicht schnell jemanden einfach ausrauben. Es macht schon Sinn, dass es halt so Road Rage-mäßig ist, weil er hat den irgendwo die Vorfahrt genommen. Auch dumm übrigens, wenn Leute sich prügeln, weil einer dem anderen die Vorfahrt genommen hat. Ja gut, dann kann die eine Person nicht Auto fahren, aber haut euch doch deswegen nicht auf die Schnauze. This footage was Der Wind entsteht durch die Temperatur. Oh. A family was taking a drive on a narrow country road with trees close. Ich meine, so diese Videos im Feuer finde ich immer, glaube ich, am krassesten. Ja, die sind richtig gruselig. Ich würde so Panik kriegen. Ich auch. Ich finde aber schon wieder eine so, fahr auf die Straße, fahr auf die Straße, fahr auf die Straße. Und so, ich versuch das doch, Junge. Als ob sie sich jetzt gleich streiten. Wenn du noch ein Wort sagst, steigst du aus.
Weiter geht's. packed on both sides. Eventually, they come across a fallen tree covering the whole other side of the road. However, they continue on. Erdrutsch oder was glaubst du ist da? Right, just in front of them, they find another. Sieht so aus. Weiß ich nicht. Ach nee, das war jetzt nur so, oder? Nein, Erdrutsch hat ja nichts mit dem Erdbeben zu tun unbedingt. As they approach the second one, cracking can be heard. Erdrutsch ist ja, wenn so A tree Schlammlawinen was kommen. falling, and it started a domino effect Yeah. with more trees falling closer and closer to their vehicle. The family attempts to reverse out of there, but the trees catch up to them and fall directly on top of their car, leaving them trapped. Meanwhile, even more continue to fall on top of them. Все, задний ход, давай задний ход. Oh damn, oh damn. Oh Gott. The trees falling was later discovered to be the result of what's known as ground destabilization caused by excessive amounts of rain. In the last 8 days, it had rained pretty much non-stop in the area. This waterlogged the soil, making the ground loose, which essentially made it so all the trees didn't have a firm hold in the ground. So when one fell, the small force it put on Wie er das gerade erklärt, klingt das so, stell dir mal vor. Du sitzt da gerade im Auto, es fällt gerade ein Baum auf dein Dach und es stürzen immer weitere Bäume um, da sitzt einer neben dir. Das nennt sich Bodendestabilisierung. Das passiert, wenn es in den letzten Tagen sehr viel regnet und diese Bäume haben deswegen keinen guten Halt mehr im Boden. on the surrounding trees was enough to take them down with it. The vehicle clearly suffered damage. However, it's unclear if anyone inside of it was injured during the incident. Ich meine, damn. Aber was hätte man denn anders machen sollen? Naja, vorher nach hinten Wie? fahren. Ja, aber wie sollst du denn vorher nach hinten fahren? Du Naja, rechnest aber ja der dann. hat früh genug gesehen, oder? Ja, aber du musst ja erstmal reagieren, damit du siehst, hey, hier ist nicht ein Baum umgefallen, sondern hier fallen mehrere Bäume um. Und in dem Moment, wo die mehreren Bäume umgefallen sind, war ja schon der Dominoeffekt angefangen. Dann ist er ja auch zurückgefahren. Vielleicht wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn er versucht hätte, weil die Bäume lagen ja nicht ganz auf der Straße, vielleicht hätte er mit dem Auto versuchen müssen, unter die ersten Bäume zu fahren, weil da keine weiteren rauffallen könnten. Das sind jetzt aber Mindgames, auf die keiner gekommen wäre. Und ich weiß nicht mal, ob es funktioniert würde. Da kannst du nichts machen. Ich glaube auch, da kannst du nichts machen. Flach ins Auto ganz unten legen. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Oder den Sitz so nach hinten lehnen oder so. Machen wir mal das nächste Video. Oder das This nächste. dashcam footage was taken from a pickup truck in Chile. The driver had just gotten on a highway on-ramp. As he continued forward, the vehicle just in front of him starts using their brakes to slow down. Eventually, they come to a complete stop altogether. That's when the vehicle's doors swing open. Two guys get out, one armed with what looks like a gun. Initially, the driver tries reversing out of there, but there was now a car behind him. This gave him no other option than to push forward. Damn. Oh, was? Statt einfach zurückzufahren, fährt er aber gegen. Ja, man sollte sich da halt nicht mehr zum Truck anlegen oder so, ne? Ja. The vehicle was pushed far enough for the driver to get onto the highway. Damit Wenn haben wir man, nicht. weißt du, wenn man so ein kleines, wenn man so eine Familienkutsche da hat, oder so, dann legst du dich doch nicht mit dem Truck an. Ja. During the push, the brake lights of the attacker's vehicle are shown turning on, but this has almost no effect on the pickup. The video was shown to police to help identify the men. It was also posted online, to which a few days later, the real owner of the vehicle used by the men recognized the car as their own. It turns out the car had been stolen a few days prior to this video being taken. This is what led police to believe that the men were also trying to steal the pickup. Das ist ein kleines Kind, oder? Was? War das ein kleines. Wie alt waren die? Die waren doch keine Kinder, die waren doch... Einer ist also der rechts sieht also jung. Nein, das ist auch ein Erwachsener. Oder? Nee, das ist ein Kind. Is their own. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Und der wurde auch fast überfahren, oder? Guck mal. It turns out the car had been stolen a few Okay, days knapp. prior to this Ah, es war ja wahrscheinlich alles Kinder, oder? Na, ich weiß video being nicht. taken. In May of 2021, the dashcam footage shows a vehicle driving down the road when suddenly a plane streaks by just in front of it. Das kam so aus dem Nichts. Also... Ja, hallo. The plane just barely missed the hood of the vehicle,
and it crash landed, hitting the ground in the long grass across the street. The plane suffered damage to its nose and sides. 2 were inside the plane at the time, an instructor and a student. They were attempting a touch and go, which is a training exercise where you land on the runway and slow down, only to accelerate again for another takeoff immediately after. It's basically used to practice multiple takeoffs and landings in a short amount of time. However, this time the plane had failed to regain enough altitude when it tried taking off again, forcing it to speed across the road into a crash. Haben die Fortunately, überlebt? no one on the ground Okay, was das ist hurt, gut. and neither the instructor nor the student received any major injuries. Das ist gut. This dashcam footage was recorded in May of 2020. Wie so ein Flugzeug einfach so, wow, was? Shown is a vehicle driving down the road in heavy rain and high wind. The area had been seeing storms like this for the last few weeks. As the driver pushes through it, up ahead power lines begin to tip over. One of them gives out and takes many others down with it. Das ist wie das mit den Bäumen, nur jetzt noch mit Elektrizität. Mhm. Aber im Auto bist du doch sicher vor diesen Stromschlägen, oder? The power lines explode as they hit the wet ground. Wegen dem Cables faradayischen and debris left strewn Käfig. across the highway. A man on a motorcycle coming from the opposite direction can be seen stopping and running on Okay, für foot den ist es scheiße. to get away from the wires. And shortly after, the driver with the dash cam does something similar. He drives off the road onto a nearby dirt path, power lines still exploding in the distance. It's unknown if anyone was injured during the incident. Aber eigentlich dürfte da doch jetzt nichts passiert sein. Also eigentlich hätte ihm, auch wenn die auf ihn gefallen wären, die Kabel jetzt, ne? Hätte eigentlich nichts passieren dürfen. Wenn ich das richtig verstehe. Aber wenn so ein Blitz auf dem Auto einschlägt, dann ist es ja auch nicht so, dass das jetzt auf einmal die Personen im Inneren sterben, solange halt keine Berührung mit der Karosserie des Autos ist. Oder? Wenn die explodieren, ja, dann schon. Das kann ich verstehen.